So verheerende Waldbrände wie in Griechenland gibt es bei uns zwar selten, doch auch hierzulande brennt es immer häufiger. Wie vor 2 Jahren bei Belitz in Brandenburg. Die Flammen konnten damals gestoppt werden, bevor sie die Häuser der Stadt erreichten. Da ging es nochmal glimpflich aus. Jetzt sorgt Belitz vor. Rund 130 Hektar wurden gerodet und es gibt einen Plan zur Brandprävention. Jacqueline Pivon war mittendrin für uns in Belitz und hat dort die Frau getroffen, die diesen Plan erarbeitet hat und nun umsetzt. Die Spuren des Großbrandes sind immer noch sichtbar. Wie ein Mahnmal stehen die verkohlten Stämme in der Landschaft. Der Brand vor 2 Jahren hat Belitz verändert. Seitdem ist Juliane Baumann hier für den Waldbrandschutz zuständig. Noch während die Flammen hier loderten, wurde sie dazugeholt. Und dieses Feuer ist praktisch bis 30 Meter vor das erste Haus gebrannt, bis es dann morgens angefangen hat zu regnen. Das war sozusagen dann Glück. Auf Glück wollen sie sich hier nicht noch einmal verlassen müssen. Juliane Baumann hat deshalb ein ganz neues Waldbrandschutzkonzept erarbeitet und vermittelt das jetzt der Freiwilligen Feuerwehr. Baumann ist studierte Öko-Agrarmanagerin, hat 10 Jahre lang selbst in Spanien bei der katalanischen Feuerwehr große Waldbrände bekämpft. Und jetzt fängt es an, dass die Straße blockiert wird. Da irgendwo kommt noch so ein Bus angefahren, der versucht rückwärts zu fahren, blockiert die ganze Straße. Was macht ihr als Einsatzkräfte, wenn ihr da ankommt? Fragen wie diese klären sie bei der Arbeit vor Ort. Wie brennt es? Brennt und wo es brennt? Aus. Genau, aber wenn es jetzt weiter hier brennt, klar. Also Fokus ist immer, das Siedlungsgebiet zu verteidigen, ne? Auch wenn in diesem Jahr große Waldbrände aufgrund des feuchten Wetters bisher ausbleiben, ihre Arbeit ist auf Jahrzehnte ausgelegt. Die Waldbrände der vergangenen Jahre haben die Feuerwehrleute alle hautnah miterlebt. Die Einsatzlagen haben einfach gezeigt, wir müssen hier umdenken. Glücklicherweise geht auch das Land ganz klar in diese Richtung. Und wir nehmen jetzt die kleinsten Strahlrohre der Feuerwehr zur Brandbekämpfung, also D-Strahlrohre, kleinste Durchmesser, sind leicht durch den Wald zu ziehen, sparen Wasser unheimlich und trotzdem kann man eben effektiv und schnell an so einer Feuerflanke sich entlang fortbewegen und die zum Stehen kriegen. Auch Löschwasserbrunnen hat die Stadt inzwischen zahlreich installieren lassen. Das Besondere am Belitzer Konzept ist die Zusammenarbeit verschiedener Beteiligter. Neben der Feuerwehr arbeitet Juliane Baumann auch aktiv mit dem Förster zusammen. Im vergangenen Winter haben sie rund um die Ortschaften Schutzstreifen angelegt, also Bäume gefällt, damit das Feuer weniger Angriffsfläche hat. Hier haben wir den Wald aufgelichtet, das heißt, wir haben Bäume entnommen und man sieht ganz deutlich, dass diese großen Kiefern eigentlich gar nicht das Problem sind, ja, sondern wir hätten dort Bodenbrände, die von der Feuerwehr sehr schnell gelöscht werden könnten, ohne dass die Einsatzkräfte dabei gefährdet werden würden. Auf der rechten Seite, wo wir eben noch nicht aufgelichtet haben, sieht man diesen Unterstand, das ist eine ganz junge Kieferkultur und man sieht im Prinzip, das Brennmaterial geht vom Boden bis in die Baumkronen hoch und wir hätten hier Vollfeuer, die so hoch, so eine Flammenlänge hätten, dass die Feuerwehr sowas nicht mehr löschen könnte. Auch die Anwohner werden in das Schutzkonzept einbezogen. Seit diesem Sommer finden Vor-Ort-Termine statt, in denen Juliane Baumann zeigt, was jeder Einzelne tun kann, um sein Grundstück zu schützen. 2 Meter um das Haus herum sollten beispielsweise keine brennbaren Gegenstände stehen, erklärt sie. Zum Beispiel der Besen hier, ne? Dass der irgendwie weil er leicht entzündlich ist, durch Kontakt, ne? Oder durch die Strahlungshitze anfängt zu brennen. Mit dem kann er doch ins Feuer werfen. Ja, können wir auch, genau. Das brennt auch super und eventuell könnte es dann auch ausreichen, zum Beispiel das Holz am Dach zu entzünden. Das finde ich schon unheimlich hilfreich, dass man da den eigenen Garten so gestalten kann, dass man selbst was für sich und auch für die Bevölkerung, für die Nachbarn tun kann. Es ist ein umfassender Ansatz, den Belitz mit seinem Schutzkonzept verfolgt, sodass Bevölkerung, Stadt und Feuerwehr möglichst gut auf den nächsten Waldbrand vorbereitet sind. Denn verhindern lassen wird er sich nicht. Und wir schauen